Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Werk Video. Dieses Mal geht es um Schrankeinsätze. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Heute geht es um selbstgemachte Einsätze für einen Badezimmerschrank bzw. ein Regal. Dieser hat außen eine hochglänzende Oberfläche. Innen sind zwei Glasplatten als Unterteilung angebracht. Diese sind aber sehr weit auseinander, was sehr viel Platz verschwendet. An der Innenseite der Seitenteiler sind leider keine Lochreihen vorhanden. Diese waren Klebehalter mit einem Balsaholz im Einsatz. Die Idee ist nun, einen stabilen Regaleinsatz aus Sperrholz zu fertigen, den man auf den bestehenden Glasplatten aufstellen kann. Die Seitenteile der Einsätze sollen eine umgedrehte U-Form haben. Auf diesen soll eine Platte befestigt werden, um der ganzen Konstruktion eine gewisse Stabilität zu geben. Nachdem ich die Maße notiert habe, konnte ich die ersten Holzstücke für die Seitenteile zuschneiden. Dann legte ich die Teile nebeneinander auf, um zu sehen, ob die Maße und Winkel passen. Das Zusammenleimen der Leisten ist etwas trickreich, weil sich die einzelnen Teile beim Zusammenzwingen verschieben können. Hinzu kommt noch das Problem, dass die seitlichen Teile sich nach außen neigen. Das Ergebnis ist dann ein unförmiges Modell, dessen Maße nicht stimmen. Das Ganze ist ein wenig eine Spielerei, aber mit der Zeit bekommt ihr den Dreh heraus. Insgesamt bastle ich 3 Regaleinsätze. Das bedeutet, ich benötige 6 U-förmige Seitenteile. Alle Holzverbindungen sind verleimt. Das sollte eine ausreichende Stabilität gewährleisten. Nachdem der Leim getrocknet ist, befestige ich nun die Seitenteile auf die Platte. Dabei muss ganz besonders auf den rechten Winkel geachtet werden, da sonst die Seitenteile entweder nach innen oder nach außen zeigen und so das Modell nicht mehr maßhaltig ist. Hierfür verwende ich kleine Winkelhelfer. Auch hier müsst ihr wieder darauf achten, dass jede Fixierung die einzelnen Teile verschieben kann.
Zur Verstärkung der Seitenteile leime ich noch kleine Dreiecke in die Mitte. Damit wird ein seitliches Wegkippen verhindert. Zuletzt werden die Regaleinsätze bemalt. Ich habe mich für einen Grauton entschieden. Und hier seht ihr das Ergebnis. Der Einsatz sticht etwas hervor, aber das sieht doch recht gut aus. Jetzt können auf dieser neuen Ebene auch schwere Gegenstände gelagert werden, ohne dass irgendetwas zusammenbricht. Die Anfertigung solcher Regaleinsätze ist nicht schwer. Mit nur wenig Material und Werkzeugeinsatz könnt ihr eure Schränke bzw. Regale mit neuen Zwischenebenen ausstatten. Wie hat euch dieses Video gefallen? Schreibt mir eure Meinungen und Erfahrungen in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!